Hallo, liebe BTS-Fans. Kann ein einziger Satz, ausgesprochen in wenigen Sekunden, einen so tiefen emotionalen Eindruck hinterlassen, selbst bei jemandem wie Kim Taehyung, der als einer der stärksten Charaktere der Gruppe gilt? Warum wird Jeon Jungkooks Nachricht an seine Bandkollegen noch Tage nach dem Vorfall in Los Angeles heiß diskutiert? War es wirklich nur ein harmloser Scherz unter Freunden oder doch ein Spiegelbild einer viel tieferen, emotionaleren und persönlicheren Verbindung, als es das Publikum je zuvor gesehen hat? Diese Frage hallt nicht nur durch die Reihen der ARMYS, sondern auch durch internationale Medien und bei Experten für nonverbale Kommunikation, die das Verhalten von Weltstars analysieren. Der Vorfall geschah live, vor den Augen von hunderten zufälligen Fans vor Ort und Tausenden, die später die Aufzeichnung oder die viral gegangenen Clips sahen. Und der Ort? Kein Zufall. Los Angeles, USA, eine Stadt, die immer wieder Schauplatz bedeutender Momente in der Karriere von BTS war. Inmitten dieser Stadt entstand ein stiller Moment, der eine laute Diskussion entfachte, ein nicht offiziell angekündigtes, aber dokumentiertes Treffen zwischen Jungkook und Taehyung in einem privaten Studio in West Hollywood. Zunächst wirkte das Aufeinandertreffen ganz normal, zwei enge Freunde, die sich begrüßten, sich anlächelten, wie so oft. Doch ein Moment ließ viele nicht mehr los. Jungkook näherte sich sichtbar bewegt Taehyung und flüsterte ihm etwas zu leise, um es klar zu verstehen. Aber Taehyungs Reaktion sagte alles. Sein Blick wurde feucht. Sein Kiefer spannte sich an. Und dann nur ein stummes Nicken, keine Worte. Was hatte Jungkook ihm gesagt? Warum war Taehyungs Reaktion so tiefgehend? Und war es eine Botschaft, die nur die beiden verstehen konnten? Die Spekulationen explodierten. Einige vermuteten, es gehöre zu einem neuen kreativen Projekt, andere glaubten an einen emotionalen Höhepunkt einer lang gereiften Beziehung. Ein exklusiver Bericht aus Korea stützt sich auf eine Tonaufnahme, die versehentlich ein externes Mikrofon erfasst hatte. Was dort zu hören war, ließ vielen den Atem stocken. Ich weiß nicht, ob ich es auf der Bühne sagen kann, also sage ich es jetzt. Du warst der einzige Grund, warum ich diese schwere Zeit überstanden habe. Wenn diese Worte wirklich von Jungkook stammen, dann war es kein bloß sentimentaler Moment, sondern ein historisches Eingeständnis nach Jahren unter Druck, seit ihrer Jugendzeit. Doch um welche schwere Zeit ging es? Viele vermuten, es habe mit der Pause der Gruppe zu tun, mit dem persönlichen Druck in einer globalen Öffentlichkeit, mit der Suche nach Identität inmitten der Weltbühne. Taehyung hatte in einem Interview mit dem Viverse Magazin über das Jahr 2023 gesagt, es sei das ruhigste seines Lebens gewesen, eine Ruhe, die von innen kam, nicht von außen. Wenn man nun Jungkooks Worte damit verbindet, ergibt sich ein emotionaler roter Faden, nur eine Person wusste, wie schwer diese Zeit war. Diese Person war Taehyung. Seine Worte waren kein bloßes Flüstern, es war die tiefste Form emotionaler Anerkennung, die ein Mensch einem anderen geben kann. Vielleicht sogar mehr als das? Ein großer Teil der ARMY sah darin den Höhepunkt einer Beziehung, die über Freundschaft hinausgeht. Big Hit Music gab wie üblich keinen Kommentar ab und gerade dieses Schweigen verstärkte die öffentliche Deutung nur. Ohne offizielles Dementi blieb Raum für Interpretationen und diese explodierten. Nur wenige Tage später postete Jungkook eine Instagram-Story mit dem Song Lover von Taylor Swift mit der Zeile Can I go where you go? Ein Zufall? Oder ein verschlüsselter Gruß an Taehyung? Bei BTS wäre es nicht das erste Mal, dass Botschaften auf solche Weise vermittelt werden zwischen Liedzeilen, Kleidung, Symbolen. Laut Dr. Hana Lee von der Yonsei-Universität zeigt ein solcher Moment eine tiefe persönliche Bindung, denn nichts daran war inszeniert, es war rohes, ungefiltertes Gefühl. In der konservativen K-Pop-Welt, wo Privates streng getrennt wird von der Bühne, ist so etwas äußerst selten. Warum also jetzt? Warum in LA? War dieses Treffen längst geplant?
Taeyong wurde einen Tag zuvor bereits am selben Ort gesehen, ohne offiziellen Termin. Ein Hinweis darauf, dass dieser Moment nicht spontan geschah, sondern lange vorbereitet war? Und welche Rolle spielt die Öffentlichkeit? War es wirklich nur ein privater Austausch oder Teil einer neuen Erzählung? Einige bezeichnen das Geschehen bereits als Soft-Konfirmation für eine Bindung, die zuvor nur spekuliert wurde. Ohne offizielle Worte bleibt nur Interpretation. Aber eines steht fest, was auch immer Jungkook gesagt hat, es hat etwas verändert. Für viele ist es nicht das Ende eines Rätsels, sondern der Anfang eines tieferen Verstehens. Ein Verständnis von Vertrauen, Bindung und menschlicher Verbindung in einer Welt, die von Perfektion verlangt. Ob es eine Fortsetzung gibt? Ob es ein Song wird? Oder ein unausgesprochener Teil zwischen zwei Seelen bleibt? Die Welt wartet. Aber der Moment ist da. Und seine Wirkung wird nicht vergehen. Mehr als 7 Millionen Interaktionen zählte man auf X innerhalb von 48 Stunden unter Schlagwörtern wie Jungkook, Taeyong, ich sage es jetzt, und La Botschaft. Der Ausdruck Ich sage es jetzt entwickelte sich zu einem Symbol. Fans druckten ihn auf Fanartikel, und Etsy verzeichnete einen Anstieg von 600% für Taekook-inspirierte Produkte.